Der Ford Nugget im Jahr 2019 in einer richtig tollen Version. Ja, ist hier bei der Zentralgarage in Dillingen. Ich gehe einmal kurz drum rum. Es ist ein ganz tolles Wohnmobil. Locker passen hier 4 Personen rein. Die können auch drin schlafen. Ich sag mal 2 plus 2, 2 Kinder plus 2 Erwachsene, gar kein Problem. Und wir sind heute bei der Zentralgarage in Dillingen. Und hier ist der Jörg Brülz und sein Kollege, der wird sich mal ganz kurz vorstellen. Vielleicht mal kurz, Herr Brülz. Hallo, Herr Brülz. Hallo, grüße Sie. Ja, und hier haben wir Matthias Seim, hallo. ja, Herr Seim. Das ist ein schickes Auto, oder? Auf jeden Fall. Sehr im Trend momentan, sehr gefragt. Sehr schönes Auto, sind wir auch sehr stolz drauf, ihn hier haben zu können. Ja, das Starke dabei ist, man kann den ab Werk bestellen, gell? Genau. Der ist komplett da. Ja, der Bestellvorgang, ist sehr, sehr interessant. Man bestellt zuerst das Nutzfahrzeug. Das wird dann bei euch geordert. Das ist was für eine Basis? Die Basis des Fahrzeuges ist der Ford Transit als Custom in der Kombi-Version. Für den Kunden ist es wirklich, er bestellt das Fahrzeug komplett bei uns. Für uns sieht die Arbeit nochmal ganz anders aus. Wir bestellen das Basisfahrzeug bei Ford und den Umbau zum Wohnmobil dann bei Westfalia. Okay, das heißt, das Fahrzeug wird dann ab Werk geliefert, wird dann bei euch umdisponiert, wird dann direkt zu Westfalia geschickt und dort wird er umgebaut. Genau, wir bestellen das Fahrzeug direkt zu Westfalia und Westfalia kümmert sich dann um den Rest und wir bekommen das Fahrzeug erst dann, wenn er komplett umgebaut ist. Okay, das heißt, wenn ich solche Werksangehöriger bin und so weiter, da gibt es den Werksrabatt zum Beispiel auf den Basispreis, also von dem Basisfahrzeug? Für den Werksmitarbeiter gibt es die Rabatte auf das Fahrzeug, das alles, was ab Werk geliefert wird. Alles, was von Westfalia geliefert wird, ist wieder eine andere Geschichte. So, wir haben Landstrom hier drin, das heißt ein richtiges Wohnmobil? Ja, das kann man schon als richtiges Wohnmobil sehen. Es gibt eine 230 Volt Steckdose mit drin. Das Ganze ist ja auch so ausgelegt, dass man das Fahrzeug auch als ganz normales Alltagsauto auch nutzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel entsprechend begeistert bin, habe zum Beispiel Hunde, will mal auf dem Campingplatz fahren und so weiter, will aber kein zweites extra Auto haben. Toll, oder? Das ist richtig so. Man muss hier natürlich aufpassen mit der Höhe. Ist schon etwas höher. Die Höhe, wie hoch ist er? Das sind 2,80 Meter in dieser Version hier. Sollte einem das allerdings jetzt zu hoch sein, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Aufstelldach zu bestellen. Dann hat das Fahrzeug noch eine Höhe von 2,06 Meter. Ja, 2,06 Meter Höhe. Der Nugget selber ist ein absolut erprobtes Fahrzeug. Seit 2012 gibt es den, glaube ich? Seit 2012, ja. Es gab mehrere Facelifts. Das heißt, man kann mit Fug und Recht behaupten, das Fahrzeug ist wirklich erprobt. Absolut, also Wir sind drum und dran. Anhängerkupplung, ich kriege wirklich alles für den, oder? Für den Transit Custom. Sie haben eine sehr große Auswahlmöglichkeit an Zubehör, wie Sie hier schon sehen, auch eine Anhängerkupplung, die ab Werk so allerdings nicht zu haben ist, aber im Nachträglichen können man sie wie auch hier als abnehmbare Anhängerkupplung bestellen. So, wir schauen uns mal den Innenraum an. Das ist ganz spannend. Der wurde jetzt direkt von Westfalia auch geliefert mit einer ganz großen Markise mit dabei. Wir haben eben mal so ein bisschen geübt. Man sollte sich mit dem Fahrzeug ein bisschen befassen, wenn man ihn kriegt. Ja. Er hat Drehschemelsitze vorne, das heißt, ich kann die drehen. Es gibt einen Tisch mit dabei. Hier oben ist das Bett, das werde ich gleich mal kurz zeigen. Da ist der Tisch noch eingeklappt. Wir zeigen euch gleich mal, wenn es ausgeklappt wird. Und hier habe ich dann 3 vollwertige Sitzplätze. Das heißt, im Alltagsbetrieb kann ich das Fahrzeug für bis zu 5 Leute nutzen, oder? Die können sich anschnallen. ja, auf jeden Fall. Also es ist kein Problem, vorne 2 Sitzplätze und hinten die 3, also ohne weiteres machbar. Es ist eine Luftheizung mit drin. Das heißt, auch im Stand, wenn ich jetzt mal einen Skiurlaub fahre und so weiter, mir wird nicht kalt. Hier das Fahrzeug hat jetzt eine Automatik eingebaut, 170 PS. In diesem Falle 170 PS. Das geht gut fahren. Das ist richtig schon flott unterwegs, das Fahrzeug. Das zeigen wir gerade hier vorne. So sieht es aus. Ja, das Ganze kann ganz schnell auch umgewandelt werden. Wir gehen mal kurz rein. Man kann stehend, Herr Brülz, wenn Sie mal reinkommen kurz. Wenn Sie mir mal kurz Ihre Größe verraten. Knapp 1,80 Meter. Ja, knapp 1,80 Meter. Und oben drüber kann man mit der Hand nach oben gehen, dass man das mal sieht. Also man kommt kaum nach oben, hat richtig tolle Stehhöhe, oder? Das stimmt, ja. Ja, wenn Sie mal kurz nach vorne gehen, dann, denn es hat eine komplette Küche mit eingebaut. Ich kann also wirklich von unterwegs kochen, ich kann Zähne putzen. Es hat sogar noch ein Fach für eine Toilette mit eingebaut. Da ist der Kühlschrank mit drin. Allerdings der Kühlschrank, die Toilette kann man hier unten drin verstauen. Okay. Es gibt auch noch eine Variante, die etwas länger ist, dann ist auch eine eingebaute Toilette mit dabei. Okay, das ist möglich. Ich kann also ein Fahrzeug in Nugget bestellen, der einfach länger ist. Der wird von Westfalia anders umgebaut dann. Ja. Okay. So ein Flammenherd ist mit dabei. Bitte auch den mal kurz öffnen. Mit 2 Flammen. Und ich habe natürlich
Eine große Spüle mit dabei. Ich zeige es Ihnen mal gerade komplett, dass man das mal sieht, wie viel Raum man hat in dem Fahrzeug. Haben Sie das Gefühl, dass man hier zu eng ist? Nee, oder? Das ist sehr angenehm. Definitiv nicht. Ich denke aber, die ganzen Camper, die mit den Fahrzeugen unterwegs sind, Ja. die werden das schon zu schätzen wissen, diese Höhe, diese Breite. Genau, das hat nämlich einen Grund. Ja, wenn Sie mal so lieb sind, mal hier vorne hinkommen, dann gehe ich mal dahin, wo Sie sind. Dann zeige ich nämlich mal gerade, was wir gleich machen werden. Man kann nämlich problemlos das Fahrzeug nämlich noch von der Höhe ein bisschen verkleinern. Das hat nämlich einen Sinn. Da oben ist ein Bettbind drin und da wird der Kollege mal kurz helfen auf beiden Seiten. Das wird aufgeklackt. Ja. Vorführeffekt. Fahrzeug ist noch ganz neu. So, und dann kommt es runter. Und darunter versteckt sich ein richtig tolles Bett, sogar mit Federtellern und einer vollwertigen Matratze. Die wird einfach rausgezogen. Da ist so, Herr Brüls, wenn Sie mal ganz kurz da ziehen an dem Schlitten, dann finden wir das nämlich. Und da ist dann die Matratze und die wird dann rausgezogen. Ist okay, ich kann es mir vorstellen. Toll. Das heißt, oben können dann 2 Personen schlafen, komplett sich So ist ausbreiten. für 2 Personen massig Platz. So, und das Ganze hat aber noch einen Clou. Ich zeige das mal gerade. Also wenn man jetzt eine Familie hat, man hat Kids mit und man ist jetzt im Sommerurlaub drin, dann können die auch drinnen schlafen. Man kann das Ganze konvertieren und man kann dann aus den 3 Sitzplätzen einfach unten noch eine Liegefläche machen. Genau, richtig. Für 2 Personen Platz, gar kein Problem. Unter der Bank hat man auch viel Stauraum. Genau, richtig. Wir können es gerne mal öffnen, dass wir reinschauen können, wie es vom Platz her aussieht. Genau. Ihr habt meinen ganz großen Respekt. Wir haben nämlich eben erst das Fahrzeug mit dem Fahrzeug geübt. So, da ist der Stauraum. Da sind auch schon so, ich sag mal, für die Fenster die Isolierungen mit dabei, dass es dann im Winter nochmal gedämmt werden kann. Und jetzt kann man das Ganze vorziehen und kann aus der Sitzbank eine Bank machen. Das heißt ein Schlafbett. Genau, richtig. Für 2 Personen, wie gesagt. Es gibt nämlich einen kleinen Clou, den werden wir gleich mal zeigen. Daraus ergibt sich nämlich hier vorne dann eine Art Durchreiche, die man vorher auch bestücken kann. Und da landen dann später die Füße. Ganz genau. So, ihr seid normalerweise Spezialisten für Nutzfahrzeuge, muss man sagen. Das ist Das heißt, ein Wohnmobil ist nicht so oft hier, oder? Ja, ist eine interessante Geschichte mal für uns auch. Mal was Neues. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es persönlich sehr interessant. Okay. Tolle Geschichte. Dann macht das mal fertig. Hier oben ist der Drehsitz. Das hat man so nicht geplant. Der kommt jetzt zurück. Kann man einstellen. Und dann wird die Betttransformation gleich vollständig. Da ist es. Der geht noch ein Stück vor. Und dann habe ich hier eine komplette Liegefläche, wo dann bequem die Kids und so weiter schlafen können. Also ich sage nur, zum Beispiel Europapark oder zum Beispiel mal nach Paris fahren, mal eben. Ich darf mit dem Fahrzeug ja auf jedem normalen Pkw-Platz stehen. Dürfen Sie, ja. So, und das abstellen. So sieht er aus. Ja, wenn man Interesse hat, ihr könnt die Fahrzeuge ordern. Ihr seid, das fällt unter die Sparte Nutzfahrzeuge bei Ganz Hort. genau, das fällt bei uns unter die Sparte Nutzfahrzeuge. Da wir Transitcenter sind, dürfen wir auch diese Fahrzeuge bestellen. So sieht es aus. Prima. Wo befinden wir uns ganz genau? Wir befinden uns in Dillingen, in der Konrad-Adenauer-Allee 6. Das sind ca. 100 Meter von unserem Haupthaus entfernt. Unser separates Transitcenter. Genau, wenn ich jetzt Interesse habe an so einem Fahrzeug, will jetzt ein Angebot haben, einfach bei euch mal durchklingeln. Einfach mal anrufen, vorbeikommen. Genau, der Name ist Zentralgarage mit C. Zentralgarage mit C geschrieben. Genau, ich zeige es mal gerade, hier vorne steht es auch. Erste Videos, Herr Brüls. Wir werden das noch hinkriegen, aber ich bin ziemlich begeistert, wir machen das super gut, ja, dafür, dass wir das mal zeigen. Ihr seid Spezialist für Nutzfahrzeuge, das heißt normalerweise, ich sag mal, ihr liefert das an Handwerker zum Beispiel. Das sind unsere Hauptkunden, die Handwerker. Ob das Fliesenleger sind, ob das Heizungsbauer sind. Super. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Die Öffnungszeiten, wenn ich euch erreichen will, von wann seid ihr da die Woche über? Von 8 bis 18 Uhr sind wir da, durchgehend auch. Okay, klasse. Und samstags? Samstags sind wir von 9 bis 13 Uhr da. Von 9 bis 13 Uhr. Genau. Vielen Dank. In der Zentralgarage, im Gewerbepartner und Transitcenter von der Zentralgarage in Dillingen. Vielen Dank.